Schaut mal diese coole Box hier an. Ja, was interessiert mich die Box? Nee, eigentlich ist es der Inhalt, der euch interessieren sollte, denn in dieser Box ist ein zusammenrollbarer Grill aus einer Fahrradkette. Wir bauen uns heute den zusammen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und vor allem hoffentlich auch viel Spaß später beim Grillen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Jens und wir bauen uns heute gemeinsam ein Grill für unterwegs. Ich nenne es jetzt mal Grill, denn es ist eigentlich nur ein Grillrost, den wir zusammenrollen können und ganz einfach mobil mitnehmen können. Unterwegs aufbauen, Glut drunter und schon können wir hier ein paar Sachen einfach draufhauen zum Grillen. Für eine schnelle Unterwegsgeschichte wird es eine ganz gute Geschichte werden. Oder was heißt wird? Ich hoffe, es wird eine gute Geschichte, weil mir schwirrt da was im Kopf rum. Und wir probieren das einfach mal gemeinsam heute aus. Und wir bauen uns heute hier aus einer alten Fahrradkette und Rundmaterial, Rundeisen, bauen wir uns hier einen Grillrost. Also viel Spaß beim Schauen und wir werden mal schauen, ob das auch am Schluss richtig funktioniert. Das Einzige, was wir eigentlich brauchen, ist ein Schweißgerät. Das ist logisch. Und wir brauchen eine Fahrradkette. Bitte, hier habe ich auch eine Fahrradkette, die ist wirklich absolut sauber jetzt. Ihr müsst darauf achten, dass das sauber ist beim Schweißen, dass da keine Fettrückstände drauf sind auf der Kette. Die habe ich eingelegt und geputzt. So, dann haben wir hier ein paar Muttern und wir brauchen Rundmaterial. Ich habe hier zur Verwendung 4 mm Rundstahl und ich habe hier einen 8 mm Rundstahl und ja, diese Muttern hier, ich habe jetzt leider keine Schweißmuttern, also die Verzinkung muss natürlich dann abgeschliffen werden, wenn ihr das Ganze schweißt. Aber ihr könnt natürlich auch Schweißmuttern nehmen, M8. Aber gut, und noch einen Gewindeschneider brauchen wir. Gut, also mein Grill, ihr könnt es natürlich planen, so groß wie ihr wollt. Das ist ganz logisch. Mein Grill soll so circa, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe es mir irgendwo mal angezeichnet. Wo ist das, die Anzeichnung? Ach, hier genau. Mein Grill soll so circa 47, 48 cm breit sein, lang sein und breit wollen wir so auf die 25 cm gehen. Das reicht mir definitiv aus, können wir noch leicht zusammenrollen und einpacken das Ganze dann. Also, ich würde jetzt mal sagen, nehmt eure Fahrradkette, wählt eure Wunschgröße aus, sägt sie erstmal auseinander in 2 Stücke und dann machen wir weiter. Ketten sind jetzt abgelenkt, ihr könnt wie gesagt die Längen selber entscheiden. Wir müssen jetzt mal die Zwischenstangen zusägen und zwar brauchen wir jetzt hier an dem ersten Kettenglied machen wir 2 hin, hier im Endeffekt auch 2 und dann brauchen wir pro Glied nehmen wir dann eine Stange. Ich habe jetzt hier 17 plus 4, die wir brauchen, sind 21 Stangen. Ich mache meine Stangen 25 cm lang, deshalb werde ich jetzt hier 21 Stangen mit 25 cm raussägen. Stangen zugesägt, wir können jetzt loslegen mit Schweißen. Ich erkläre es euch noch mal ganz kurz, bevor ich dann loslege. Und zwar die ersten 2 Glieder mache ich hier direkt an das Gelenk hin, hier und hier. Und dann kommen wir ans Glied in die Mitte. Das heißt, wir werden dann hier anfangen, immer ans Glied in die Mitte zu schweißen. Und zwar hat es dann folgenden Hintergrund, wenn man am Gelenk macht, dann ist es verschweißt und man kann es nicht mehr bewegen. Wir wollen es ja einrollen später. Das heißt, wir versuchen jetzt hier an das Glied direkt immer ranzuschweißen. Ihr könnt es natürlich auch hier oben drauf schweißen ans Glied, aber ich probiere das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das klappt ganz gut. Als Abstandshalter ist bei mir genau 2 cm. Das heißt, ich werde mir jedes Mal, dass es auch schön gerade ist, hier einen kleinen Abstandshalter hinmachen, damit ich das dann hier genau immer richtig draufschweißen kann. Müsst ihr halt selber schauen, wie bei euch an der Kette, was der Abstand ist. Bei mir sind es genau 2 cm und da passt dieses Stahlstück rein. So, wir legen jetzt los mit Schweißen. Zum Schweißen verwende ich natürlich meinen 185er. Das werde ich euch nochmal verlinken, das Video. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wen es interessiert.
Und ich mache das jetzt so, ich lege das jetzt praktisch an, damit ich immer schön gerade bin und werde dann die ganzen Stangen hier verschweißen. Wie gesagt, die ersten 2 kommen aufs Glied und dann in die Mitte vom Glied mit Abstand 2 cm bei mir. Gut, es wird jetzt viel Arbeit. Die Stunde der Wahrheit. Es schaut schon mal richtig gut bewegbar aus. Es war jetzt doch nicht so schlimm zum Schweißen mit den Abstandshaltern. Gar kein Problem. Ich hole euch mal her und dann schauen wir mal, ob das überhaupt richtig funktioniert. Dann schauen wir mal, ob es sich einrollen lässt, richtig vernünftig. So wie mein Plan war. Jawohl, funktioniert ja super. Ha, schaut mal, wie das cool ausschaut und cool funktioniert. Also das ist ja richtig cool. Prima. So, dann würde ich jetzt sagen, geht's weiter. Ich habe hier Flachstahl, das ist 20 mm breit und ich glaube 3-4 stark. Ist ja wurscht, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Jetzt müssen wir da den Flachstahl, reicht 40 mm reichen und werden wir jetzt erstmal 4 Stück davon zusägen. So, Blättchen sind zugesägt, die werden jetzt nachher dann hier hinkommen, hingeschweißt. Werden die dann hier und hier 4 Stück auf jeder Seite. Aber bevor ihr das Ganze hinschweißt, denn eine Mutter kommt nämlich dann nachher hier hingeschweißt und hier hingeschweißt und innen drin kommt jetzt hier auch noch vielleicht eine Mutter hin, das weiß ich noch nicht, das kann ich euch nachher erst sagen. Aber wir werden jetzt hier erstmal ein Loch bohren und werden da in dieses Loch ein M8-Gewinde reinmachen, damit wir nachher dann die Stangen, die Füße hier reinschrauben können. Ich werde das jetzt aber so bohren, ich werde nämlich durchbohren. Wir könnten ja eigentlich nur diese Mutter hier drauf schweißen, dann hätten wir das ganze Problem gelöst, fertig, festdrehen. Nein, will ich nicht, denn ich will, mein Plan ist, dass man diese Füße ein bisschen Höhen verstellen kann, um ein paar Millimeter, damit es vielleicht nicht ganz so wackelt oder so. Deshalb will ich da durchbohren und dass wir da länger durchschrauben können, um dann die Füße Höhen zu verstellen. Ob man die Mutter nachher noch zusätzlich drauf schweißen, weiß ich noch nicht. Das werden wir erstmal sehen. Das werden wir erstmal diese Bohrungen setzen hier und werden dann hier 2 Muttern festschrauben. Auf der anderen Seite, die anderen 2, da werden wir eine Mutter mit einem Achterbohrer aufbohren, damit wir einfach nur mit der Stange durchkommen. Aber das seht ihr dann. Ich habe jetzt noch 2 Muttern aufgebohrt hier, damit die Achterstange durchrutschen kann. Passt. Jetzt kommt die Achterstange, die 8 mm Stange zum Spiel. Und zwar werden wir jetzt hier ein Gewinde drauf drehen. Diese Mutter kommt hier, die hat ein Gewinde noch drin. Diese Mutter kommt dann hier hin. Dann wird es hier reingedreht. Diese Seite wird dann auf diese Mutter, die durchrutscht, können wir auf diese Seite dann machen, damit man die Stange durchschieben können, festdrehen können. Das machen wir jetzt hier zweimal die mit Gewinde, hier die zweimal mit, also ohne Gewinde, die aufgebohrte. Und dann werden wir noch diese Blättchen hier verschweißen. Ja Mann, es nimmt Gestalt an, schaut's mal. Ich habe jetzt aber Scheiße gebaut, ganz ehrlich, aber es ist jetzt nicht schlimm. Wem fällt's auf? Ja, ich habe hier verkehrt rum. Also Leute, ist eigentlich wurscht total, ob das jetzt auf der Seite oder auf der Seite ist. Aber schau mal, es funktioniert und wir drehen es jetzt einfach mal um. Wow, schaut mal, wie geil das funktioniert. Jetzt fehlt eigentlich im Endeffekt nur noch die Füße. Ja.
Cool. Jetzt schauen wir mal, ob wir es rauskriegen, auch vernünftig. 1, 2. Und jetzt gucken wir mal, ob man sich noch zusammenrollen kann. Schaut mal, wie cool das ist. Und schon ist das Ding verstaut. Wir müssen jetzt nur noch die Füße bauen. Ich sage jetzt mal, wir machen hier einfach Stangen hin. Man kann die ja immer noch kürzen. Ich mache jetzt einfach mal 20 cm. 20 cm mache ich Stangen und natürlich genug Gewinde drin reinmachen in die Stange, damit wir auch vernünftig die Höhe nochmal einstellen können. Jetzt schaut mal dieses geile Ding hier an. Aufgebaut ist es, ihr könnt jetzt die Höhe verstellen von den Füßen und beim Hinschrauben ist es dann am besten, wenn ihr, habe ich jetzt gemerkt, wenn ihr diese Beine dann nach links und rechts ein bisschen nach außen zieht, dann spannt es hier richtig schön. Und jetzt schaut mal, wie stabil der im Endeffekt ist. Der ist wirklich richtig stabil und ja, das passt doch. Also ich muss jetzt sagen, bin jetzt echt begeistert von dem Ding. Ich hätte es nicht gedacht, dass der so gut rauskommt. In der Zwischenzeit sind mir noch so viele andere Ideen gekommen, die ich da noch umsetzen könnte, theoretisch. Weil wenn wir das jetzt zusammenbauen, das werden wir gleich mal sehen, ich könnte theoretisch ja hier noch einen Verbinder reinmachen. Dann wird zwar ein Glied nach oben stehen, so ein bisschen, mit diesem Verbinder hier, aber ich kriege dann natürlich das komplette Teil hier fast komplett richtig super klein. Aber jetzt schauen wir es einfach mal an. Wenn ich das jetzt nämlich zusammenbaue, das geht ja ganz schnell, einfach nur diese 4 Füße weg hier, dann die Stange in der Mitte raus. So, und jetzt brauche ich ja eigentlich nur noch das Ganze hier zusammenlegen, hier und das Ganze einrollen. So, diese Stangen kann ich noch hier reinschmeißen und fertig. Schaut mal, wie toll dieses Ding jetzt hier ist. Und ich meinte jetzt gerade, natürlich habt ihr diese langen Stangen hier. Und wenn ihr diese langen Stangen einfach nochmal mit einem Verbinder hier in der Mitte raus, hier in der Mitte aussägen und einen Verbinder auf eine Seite festschweißen, hier noch ein Gewinde rein und somit haben wir auch die gleiche Länge wie das hier und dann verschwindet das komplett, dann ist es nur so ein kleiner Mini-Haufen, aber ich glaube, das mache ich noch. Es steht zwar ein Glied in der Mitte nach oben, aber das, ganz ehrlich, das ist mir wurscht, dafür ist es noch kleiner. Sehr geil, Leute, schaut's mal, ich habe das jetzt gemacht, ich habe das nicht mitgefilmt, das brauche ich euch nicht zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier noch einen M8 Verbinder genommen hierfür und habe das hier auf der einen Seite festgeschweißt, auf der anderen Seite habe ich ein Gewinde drauf geschnitten auf diese Stange hier. Somit kann man das Ganze schön zusammenlegen. Ihr seht, das ist genau die Größe vom Grill, kann man schön zusammenlegen, zusammenschrauben. Und das Geile daran ist, dadurch, dass ich diesen Verbinder gekürzt habe, passt er genau zwischen rein und es steht hier kein Glied nach oben. Das heißt, wir können das Ganze jetzt mal einschrauben, dass ihr das seht, dass es gut funktioniert. Ich drehe jetzt praktisch diese Haltestange rein und ihr seht, das liegt genau zwischendrin, zwischen den Stangen hier drin und somit steht hier auch keine Zwischenstange nach oben. Also es funktioniert echt top. Den Tipp kann ich euch auch noch geben, dass ihr das macht. Das ist mir, wie gesagt, gerade vorhin eingefallen, dass wir dann nicht so einen riesen Grill haben, sondern einfach das wirklich kompakt zusammenschrauben können. So, ich werde jetzt noch das Ganze lackieren. Nein, natürlich jetzt nicht den Grill selber hier lackieren, sondern ich werde nur die Seiten lackieren, die Stangen hier lackieren und die Füße lackieren. Und zwar mit hitzebeständigen schwarzen Spray. Also, das brauche ich euch, glaube ich, aber auch nicht zeigen. Fertig lackiert, ihr müsst es natürlich nicht machen, aber mein Gott, ist halt so, ich habe es jetzt mal schwarz gemacht, aber die Kratzer, da kommen Kratzer rein, egal. Aber ich habe noch was richtig anderes Geiles gebaut, das steht nämlich hier, ich nenne es jetzt mal Männerhandtasche aus KG-Rohren, einfach zusammengesteckt, habe noch einen Sicherheitsgurt hingemacht oder einen Tragegurt hingenietet, damit man das richtig schön tragen kann. Hier ist noch ein Deckel, den braucht man einfach draufstecken, fertig und es ist alles richtig schön da drin verstaut. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen größer dimensioniert, damit ich hier noch einfach Besteck oder sonstige Sachen als Zubehör mit rein tun kann. Also ich finde es richtig cool und ich zeige euch natürlich jetzt, wie das Ganze
ja, zusammengebaut wird, dieser Grill. Also kommt's mal her und schaut euch das Ganze an. So, bauen wir das ganze Ding jetzt einfach mal zusammen. Deckel auf, Grill rausholen. Ich habe hier ein Tuch, wie ihr seht. Das ist einfach eine saubere Sache. Ich brauche das jetzt einfach nur auseinanderrollen, diesen Grill hier. Und das Tuch wegmachen. Also das kann ich euch auch nur empfehlen, so ein Tuch zu benutzen hier. Ja, und im Endeffekt habe ich ja da vorhin einen Fehler gemacht, deshalb muss ich immer schauen, welche Stange zusammengehören. Ich glaube, die zwei gleich langen gehören zusammen und die lange und die kurze. So, dann stecke ich das Ganze im Endeffekt jetzt einfach mal zusammen. Das ist überhaupt kein Stress. So rum. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie schnell dieses Ding zusammenzubauen ist. Echt super praktisch für mobile Anwendungen. Ich bin unterwegs, ich habe keine Grillmöglichkeit irgendwo. Ich kann dieses Ding in meiner Männerhandtasche, man kann es auch Frauenhandtasche nennen, je nachdem, wer das Ganze baut natürlich. Und ich nehme es einfach mit, habe hier noch Besteck mit drin, kann das Ganze auseinanderrollen, mache mein kleines Lagerfeuer hier unten drunter und stelle dieses Ding hier drüber und kann mal schnell grillen. Nimm mein Tuch dann wieder, wenn es fertig gegrillt ist, wenn ich keine Putzmöglichkeit da habe, rolle es ein, putze es daheim und es ist eine saubere Sache mit diesem Tuch. Fertig. Leute, schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diese Idee findet. Ich finde es echt praktisch und vor allem, ich habe hier nicht mega irgendwas mitzuschleppen und ich kriege hier doch ein paar Sachen, kriege ich wirklich hier drauf. Es ist fast, ja, Mini-Standardgröße, also echt top. Schreibt es mal unten rein, würde mich super drüber freuen und auch über einen Daumen natürlich. Aber wir wollen dieses Ding natürlich im Einsatz sehen, deshalb werde ich jetzt mich mal nach draußen begeben und werde für euch mal noch eine Wurst draufhauen und da Bierle noch reinzischen. Also bis gleich, Leute. Prost, Leute, das Ding habe ich mir verdient, richtig lecker. Ich habe jetzt mal ein Lagerfeuer simuliert. Stellt euch einfach vor, wir sind an einem geilen See und machen Lagerfeuer. Ihr habt eure Männerhandtasche oder Frauenhandtasche, wie auch immer, dabei. Hier ist alles drin. Hier ist der Grill drin, hier ist das Besteck drin, hier ist Grillbesteck drin. Ihr müsst jetzt nur noch aufbauen, dann die Glut ein bisschen, ja, das Feuer runterbringen, schöne Glut und könnt ihr auch rausschieben, dann die Glut und dann drüber stellen. Könnt das Lagerfeuer weiter betreiben. Stellt euch das vor, richtig geil. Aber gut, ich warte jetzt erstmal, bis das Ding hier ein bisschen runtergebrannt ist. Dann werde ich das Ding aufbauen. Und bis dahin genieße ich noch mein Bier. Oh, geil. Leute, ach übrigens, auf dem Ding, was ich hocke, das habe ich auch mal gebaut, dieses Ding. Das ist ein Kentucky, wie auch immer, Stick Chair heißt der, genau. Und die Bauanleitung werde ich euch, oder das Video werde ich euch auch mal da oben noch mal verlinken. Ich finde es immer noch einen mega coolen Stuhl. Schaut das Ding euch an, baut ihn nach, ihr werdet es nicht bereuen. Also bis gleich. So, den Grillrost habe ich schon länger drauf, jetzt auf dem Feuer. Wir haben jetzt bald eine richtig schöne Glut, nur noch das kleine Stück brennt. Würde ich euch auch noch empfehlen, brennt den Stahl bitte aus, damit ihr diesen ganzen Dreck einfach vom Stahl noch wegbekommt. Denn ihr wollt ja da einfach nicht euer Fleisch drauflegen. Deshalb kann ich es euch nur empfehlen, ausbrennen, schon mal früh genug drauflegen. Und ich denke mal, wir können jetzt demnächst anfangen zu grillen. Boah, ich freue mich so drauf. Richtig geil. Lecker, lecker, lecker. Leute, es gibt doch nichts Geileres, oder? Sommer, Grillen, See und einen mobilen Grill.
den ich wirklich ganz einfach in einer kleinen Handtasche mitnehmen kann. Also besser geht's gar nicht. Ihr müsst jetzt noch eins wissen, ich würde noch empfehlen, die Füße, ja, ich werde noch mal kürzere Füße mit beilegen. Es kommt immer ganz auf die Glut drauf an, wie hoch die Glut ist. Ich habe natürlich eine kleine Glut, deshalb steht der Grill sehr weit oben und deshalb würde ich noch mal empfehlen, ich werde mir noch kleinere Füße machen, damit ich das tauschen kann, je nach Bedarf, wie die Glut auf jeden Fall ist. Aber ich finde es eine geile Idee. Leute, schreibt es doch noch mal, wie schon erwähnt, in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze findet. Und ich würde sagen, ich genieße mein Bier, ich genieße noch meine Wurst, die jetzt gleich fertig ist. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und bis demnächst. Servus!